Hey Guys und herzlich willkommen zurück auf Deep Cinema. Heute geht es um Blood and Sinners, den neuen Film von Ryan Coogler mit Michael B. Jordan und der Frage, handelt es sich hier vielleicht um den besten Film des Jahres? Starten wir rein. Kurz einmal zu dem Filmtitel Blood and Sinners. Im Originaltitel heißt der Film nur Sinners und ich verstehe mal wieder nicht, warum in Deutschland das so gemacht wird und man einfach mal einen englischen Titel, der kurz und knackig ist, einen neuen englischen Titel gibt, der weniger kurz und weniger knackig ist, aber gut, never mind. Kleiner Rant an der Stelle, aber weiter geht's. Ganz wichtig vorab, wir haben hier keinen klassischen Horrorfilm. Das ist so ein bisschen False Advertising gewesen. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Vielleicht, damit die Leute mehr wissen, worauf sie sich einlassen, eventuell, was ja halt, wie gesagt, auch gar nicht so wirklich stimmt. Man hat hier halt auch so ein ja, einfaches Horrorfilm-Marketing gesetzt. Das Cover spielt, dem in die Karten und gleichzeitig ist der Trailer auch, ja, schon fast ein kleiner Spoiler, was ich ganz schade finde. Also, es, lohnt sich auf jeden Fall, den Film komplett ohne, Trailer oder Sonstiges, vorher anzuschauen, weil dann kommt, der eigentliche Antagonist, der sehr, sehr spät erst in dem Film vorgestellt wird. In der zweiten Hälfte des Films kommt dann schon fast überraschend, wenn man so mag, weil was Blood and Sinners in der ersten Hälfte macht, ist, wirklich interessant. Das ist mehr so 'n Period-Drama, angesiedelt in den 1930er Jahren. So 'n bisschen Spätwestern, Modern Westerns Vibe so von der Art und, ja, erzählt erst mal ganz allgemein die Geschichte von den 2 Zwillingsbrüdern, Smoke und Stack, gespielt von Michael B. Jordan, wie gesagt, der hier auch wirklich 'ne richtig gute Performance in der Doppelrolle abliefert, wie ich fand. Hat sich ja auch jetzt in Hollywood mittlerweile wirklich, absolut etabliert durch Rollen wie in Creed oder Fruitvale Station, die übrigens auch beide von Ryan Coogler waren oder auch in Black Panther, ebenfalls von Ryan Coogler. Also das sind auf jeden Fall gute Buddies, die beiden. Der Film nimmt sich ordentlich Zeit zu Beginn. Locker 1,5 Stunden, würde ich fast sagen. Oder sagen wir mal mindestens 1 Stunde werden erstmal die Charaktere vorgestellt, was aber auch alles andere als langweilig ist. Es ist einfach nur ein ruhigerer Start, was, wie gesagt, ich persönlich, wovon ich schon fast überrascht war, weil ich habe leider den Trailer gesehen und, dachte: „Okay, wird das jetzt hier so 'n Jumpscare-Massaker?“ Aber ne, wirklich gar nicht tatsächlich. Es gibt paar Jumpscares, 3 an der Zahl vielleicht, aber das macht für mich noch keinen klassischen Horrorfilm daraus jetzt, nur weil's Jumpscares gibt. Der Fokus liegt hier wirklich mehr auf dem Drama und auf der Musik, was ich sehr, sehr spannend finde. Das muss man Blood and Sinners vor allem positiv anrechnen. Dieser Film macht was mit der Bluesmusik, im Genaueren, aber auch generell der, ja, Black Culture so 'n bisschen und der dazugehörigen Musikrichtungen, und macht wirklich was sehr Innovatives, Spannendes, Besonderes raus, was wirklich Spaß gemacht hat. Also, es gibt hier teilweise dann tatsächlich auch die ein oder andere Gesangseinlage. Aber für alle, die jetzt denken: „Oh Gott, um Gottes Willen, jetzt hier das nächste Joker 2 Phänomen.“ Nein, haben wir nicht, keine Sorge. Es gibt hier nicht diese Musikszenen, die man am liebsten skippen würde, die irgendwie nicht zur Handlung beitragen, sondern meist hat, jede Musiknummer hier auch irgendwie seine Daseinsberechtigung, seinen Sinn und klingt vor allem wirklich schön, muss man wirklich sagen. Gerade jetzt der eigentliche Protagonist des Films ist ein Bluesmusiker, ein junger Bluesmusiker, Sohn eines Preachers, wird Preacher Boy genannt und ich glaube, sein Charakter heißt Sammy Moore, genau. Und genau, der will unbedingt, Blues als Musikrichtung ausleben und spielen und singen und, genau, wird deswegen auch rekrutiert von Smoke und Stack, für, ihr, glaube, Juke Joint nennen sie es in dem Film. Auf jeden Fall wollen die so eine Art Tanzbar eröffnen und deswegen rekrutieren sie halt einen Musiker, einen Tänzer, einen lustigen Charakter nach dem anderen, sage ich mal, über die erste Hälfte des Films hinweg, bis dann letztendlich die Nacht anbricht und die eigentliche Handlung beginnt, wenn man so möchte. Und, durch den schönen Gesang des, grade angesprochenen Sammy Moores wird dann letztendlich der Antagonist, in Form eines Vampirs, tatsächlich, angezogen sozusagen. Der hört die Stimme und kommt dahin, weil, und das ist jetzt hier vielleicht der kleine Spoiler an der Stelle, ist nicht schlimm, wenn man das vorher weiß, wird auch praktisch in der ersten Szene des Films auch erklärt. Es gibt in diesem Film so 'n bisschen so 'ne Sage oder das wird auch mit so, ja, Voodoo-Stuff gespielt und so, also generell diesen Erzählungen, dass, es Stimmen gibt, die so klar und so besonders sind, also Gesangsstimmen, die irgendwie die Welt zu den Toten aufmachen kann und man so die Kommunikation, herstellen kann zu schon Verstorbenen
Charakteren oder Personen und gleichzeitig so eine, ja, Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft herstellt. Es klingt jetzt super abstrakt, ich weiß, aber wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, wovon ich rede. Und genau, dazu gibt's auch eine sehr, sehr geniale Musikszene, so auch so in der Mitte des Films, ähm, wo wirklich mit Elementen aus der Vergangenheit und sogar Zukunft bis hin zu DJ-Puls gespielt wird, was auf jeden Fall sehr, ja, war ein bisschen komisch, teilweise auch schon fast ein bisschen drüber, aber irgendwo immer noch total genial und vor allem sehr innovativ und schön anzusehen, genau. Aber auf jeden Fall, ja, kann halt angeblich oder zumindest glaubt dieser Vampir, dass die Stimme des besagten Blues-Sängers Preacher Boy, dass der die Verbindung zu seinen verstorbenen Vampirfreunden, Vampir-Familienmitgliedern irgendwie da eine, ja, 'ne Verbindung herstellen kann, sodass er wieder Kontakt zu denen aufnehmen kann. Gleichzeitig finde ich sehr interessant, was hier mit dem Vampir gemacht wird, weil es gibt ja öfters in der Vampir-Lore, sage ich mal, diese ja, Regel, dass sozusagen Vampire nur rein können in ein Haus, wenn sie reingebeten werden. Und das wird hier aber sehr clever verpackt, sodass hier wirklich teilweise sehr spannende, sehr eerie, unangenehme Situationen entstehen, wo man dann doch auch mal vielleicht kurz mal der Atem stockt oder man sich denkt: „Oh nein, bitte nicht.“ das gibt's hier auf jeden Fall auch, aber wie gesagt, sehr, sehr dosiert, sehr, ja, gut pointiert, relativ selten. Deswegen so, dass man halt als jemand, der gerne spannende Filme guckt oder auch Horror guckt, Vampir-Stories guckt, der kommt ja auf jeden Fall auch auf seine Kosten, keine Frage, aber eben nicht nur diese Menschen. Weswegen ich das ganz wichtig finde, das nochmal so zu betonen, weil dieser Film ist, wie gesagt, in allererster Linie erstmal ein sehr gutes Drama mit tollen musikalischen Elementen. Und ja, es gibt Blut und ja, es gibt auch ein paar Jumpscares und wenn es dann abgeht, geht's richtig ab. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, so gerade dann im letzten Drittel. Womit wir aber auch schon zu so einer, ja, kleinen Kritik meinerseits kommen. Und zwar war ich grundsätzlich total Fan davon, wie es dann letztendlich abgeht. Für meinen Geschmack aber dafür, dass die erste Hälfte des Films so speziell, so anders, so innovativ eigentlich aufgebaut war ich dann schon fast ein bisschen enttäuscht. Das heißt, ein bisschen übertrieben dargestellt, aber eigentlich fand ich es ein bisschen schade, dass man dann im letzten Drittel des Films sich so ein bisschen in Vampir-Klischees verliert. Das ist halt dann so ein bisschen, wo man sich so denkt: „Ja gut, das ist halt der Klassiker und ist auch nicht verkehrt.“ Also, lässt sich auch, wie gesagt, gut ansehen, sind coole Effekte dabei. Aber ja, hätte ich einfach irgendwie gedacht, dass weil der Film so speziell reinstartet, dass er vielleicht auch entsprechend speziell endet. Aber gut, da hat er dann doch eher den klassischen Weg gewählt. Aber sonst wird hier wirklich jeder Charakter auch gut zu Ende erzählt. Sowohl die Zwillinge Smoke und Stack als auch vor allem der eigentliche Antagonist, wie gesagt, Sammy Moore oder auch Preacher Boy. Genau, wo wirklich dann sogar noch so eine kleine, ja, Post-Credit-Scene eingebaut wird, die noch so ein bisschen sein Leben, seine Story weitererzählt. Und ja, ist ein bisschen cheesy, zumindest habe ich das so wahrgenommen, wie das gemacht wird, aber irgendwo auch cool und fühlt sich dadurch sehr rund an, also zumindest sehr, sehr zu Ende erzählt. Aber ja, mit einem, ja, speziellen Stil, sagen wir es mal so. Kommen wir dann jetzt zu dem Fazit oder meinem persönlichen Fazit zu Blood and Sinners. Also auf jeden Fall ganz klare Empfehlung auch für Nicht-Horror-Fans. Gibt dem Film eine Chance, coole Performance, man ist unterhalten und das ist einfach 'n frischer Wind in diesem Genre und generell 'ne coole Genrekombination. Und deswegen gebe ich erstmalig in diesem Jahr für einen Kinofilm 8 von 10 Sternen. Und ja, deswegen kann man bezüglich der anfangs aufgestellten These, handelt es sich um den besten Film des Jahres, zumindest bis jetzt. Die kann man ganz klar mit Ja beantworten, meines Erachtens. Ob das so bleiben wird, bezweifle ich eher, weil noch große Filme wie eben Mission Impossible: The Final Reckoning, aber auch der Formel-1-Film mit Brad Pitt oder 28 Years Later, auf den ich mich persönlich sehr freue, die werden alle noch erscheinen jetzt in den nächsten paar Monaten. Und das wird noch mal, glaube ich, sehr großes Kino. Deswegen mal schauen, ob er am Ende des Jahres immer noch auf Platz 1 ist für mich, dieser Film jetzt, Blood and Sinners. Aber er ist alle Male sehenswert und deswegen gebt ihm eine Chance, so oder so, auch wenn ihr kein Fan von Vampir oder Horror seid. Ihr kommt ja auch so auf eure Kosten. Was haltet ihr von der Nummer? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und sonst würde ich sagen, bis bald hier auf Peak Cinema. See you guys.